Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, das ist wirklich ganz freundlich. Ich möchte Sie ganz herzlich nochmal im Namen von Warner Brothers Entertainment zur Europapremiere von Der seltsame Fall des Benjamin Button hier in Berlin begrüßen. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Bitte heißen Sie mit einem wirklich riesigen Applaus den Regisseur David Fincher und den Hauptdarsteller Brad Pitt hier in Berlin willkommen. No, I'm gonna squeeze in between the two of you, so I can talk to both of you. Loslegen wir mit dem Regisseur. Er ist ein gefeierter Broadway-Produzent, Regisseur, Autor, hat 2 Tony Awards gewonnen, ein Emmy und er ist heute Abend hier mit seinem Leinwanddebüt. Herzlich willkommen, George C. Wolfe. Sie ist eine der schönsten und attraktivsten Schauspielerinnen Hollywoods. Hier ist die wundervolle Diane Lane. Meine Damen und Herren, und last but not least, ein Mann, den ich Ihnen eigentlich normalerweise gar nicht vorstellen muss, aber ich tue es trotzdem. Er schreibt seit mehr als 30 Jahren mittlerweile Leinwand- und Kinogeschichte in Filmen wie Ein Offizier und Gentleman, Pretty Woman oder Primal 4, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Er ist nicht nur engagiert vor der Kamera, sondern auch daneben in vielen, vielen karitativen Einrichtungen und sozialen Zwecken. Wir freuen uns sehr, dass er heute Abend da ist. Die absolut geile Sau, Richard Gere. No, I said something Danke, Dankeschön. Well, it's so nice to see all of you here. This is very sweet. And I'm going to get a translation of what this man said later and punish him. Hier ist Will Smith. How are you? Good evening. Good. I'm good. Good evening. I'm very, Oh, I know you. I just met you. I mean, no, not him. Kiwi, what was it like? Here. Stop it. What was it like? What difficult challenges did you face writing this movie? Yes. Stephen, what difficult challenges did you face dealing with us on this stage? Yes. Good answer. And he's the writer. I always feel bad for the people in the front row. It's such a beautiful film, you gotta watch it like this. And it's not really long. I mean, that's better. No, not at all. It's like 166 minutes in the first row. It's been a long process in the making. So what is it like to be up on stage now, basically at the European premiere, presenting this movie? Exhausting. Thank you for having us, though. It's been a long endeavor. The producers have been pushing this thing for 18 years. I think our writer, Eric Roth, started 7 years ago on the script. David Fincher's been hammering away at this thing for 5 years. And the cast and crew, we filmed this 2 years ago, so it's been a real labor of love. And for us to finally get it to this place, and it's really exciting for us. We're really happy to unleash it, and we really hope that you like it as much as we do. And any of my friends out in the audience there, if you don't like it, just don't ever talk to me again. Okay, thank you so much. Brad, thank you, David. No, stay. Don't run away. No. Don't run away. There's one more thing that you would like to say? 3 years ago. 3 Jahre. Vor 3 Jahren. I get this book in the mail. Habe ich ein Buch in der Post gefunden. And it says Inkheart by Cornelia Funke. Und das war Tintenherz von Cornelia Funke. And I open it up and ich habe es geöffnet. And there's something written in it. It says, "Dear Brendan, thank you very much for inspiring the character of Mo."
and I hope that one day that you get to read this to your children. Hugs and kisses, etc. Bla bla bla. Cornelia Funke. Und in diesem Buch stand drin, lieber Brandon, vielen Dank, dass du die Figur von Mo inspiriert hast und ich hoffe, dass eines Tages wirst du dieses Buch deinen eigenen Kindern vorlesen. Hugs and Kisses, also ganz viele Umarmungen und Küsse, Cornelia Funke. And I thought someone was playing a joke on me because I had no idea who Cornelia was, and I thought it was an April Fool's, or sure, or do you have April Fool's in Germany? Aprilscherz. Okay, yeah. So I looked her up and I was like, wow, she's like famous. You filmed a couple of the scenes in Berlin. What is it like to be back? Well, Berlin, I've come here for many years. It's a city that I love a lot. The last time we were here in January, we only filmed at night, and we usually would wake up about 2 o'clock in the afternoon and run to the shops and run to have coffee before they closed, and then it was dark again. We were talking about it on the red carpet about Robert being the director of this amazing movie. What's his best trade as a director? Well, he's very nervous right now, so I'm not sure I'm supposed to be allowed to talk about him. Briefly. Briefly. We'll have to cover his ears, but he's a wonderful combination of things, somebody who's terrifically visual, very sure of himself, very confident, a very strong director with lots of opinions, but also a genuinely nice person. Ich erlöse dich. Wo ist denn deine Familie? Du hast vorhin drüber gesprochen, dass sie auch da ist. Einmal ganz kurz melden. Die sitzen da drüben, meine Mutter und mein Bruder. Deine Mutter und dein Bruder. Wie fühlst du dich denn jetzt? Wir haben vorhin drüber gesprochen, sehr nervös. Fällt jetzt eine Last von deinen Schultern? Ja, die Last wird von meinen Schultern fallen, wenn ich wieder runtergehen darf. Welcome. Also, willkommen kann ich ja sagen. Ich kann ja auf Deutsch. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin sehr froh, wir sind sehr froh, um da zu sein in Berlin. Es ist eine Stadt, die wirklich unsere Filme immer unterstützt hat. Und ich hoffe, dass ihr den Film, diesen 3. Teil, genießen werdet. So, danke. Bin mir ganz sicher. Edgar? Herzlich willkommen. Please welcome Matt Damon. Ein Blumenstrauß für 3. Ja, wir machen gleich Fotos. Eine Frage möchte ich gerne noch an Matt Damon stellen. I'm sorry, Matt. I'm just going to squeeze in right next to you. Okay, it's all about questions in this trilogy. The first one is, who am I? Second one, who killed my girlfriend? What's the question that Jason Bourne is trying to answer in the third one? Well, it's, where did all this start, really? He goes, there are a few questions that are unanswered in the first two, and basically all those questions relating to his identity are basically answered by the end of this one. So it's am I a killer or did they make me into a killer? It's basically he's going to meet his maker. I've been talking about the first two and the third one, that you've been traveling all around the world the whole time. Is there like one moment or one city that you especially like? Please say Berlin. Berlin. Richard, Hillary just said that she laughed when she wrote the script, but what was the initial idea to actually write Radio Rock Revolution, or The Boat That Rocked in English? Well, two things. One, just because I love pop music so much, I wanted to write a movie about, as it were, in gratitude for all the happiness pop music has brought me. And secondly, I like the idea of 8 megalomaniacs living in one very small, confined space. I thought that would be funny too. So how was it? Find some big egos to play the parts. So how did you control the big egos? I didn't. I just did my best, but I failed. As we can see, you're the only sort of female up on screen, up on stage. So what was it like to be in the 60s, listening to rock and roll music, being, next to all of them? Wonderful. It was lovely. It was very nice being one of the few girls on set, and the music was great. How did you actually break the ice with someone like Philip? Well, come on. It's quite difficult when Phil comes on board, especially with he and I, because it was like 2 kind of giant silverbacks checking each other out. But I think I did say to Philip at one stage, we hadn't been talking for a while and he hadn't said anything, and I kind of leant over to him. I said, "Stop going on about your fucking Oscar," and I realised at that point that we would be friends. I think we heard that you spent quite some time on the boat, Bill. So what was the vibe like? What did you guys do when you didn't film?
When we didn't film, we fooled around. We drank a lot of coffee. There were Snickers bars and Mars bars. It seemed big at the time. You could have a toasted cheese sandwich whenever you wanted, and we listened to music. Do you want to say something to Nick's story? Well, it didn't happen like that, really. I did. Well, he talked about my Oscar, and then, well, I'm not going to talk about the rest of it. Thank you very much for coming. Meine Damen und Herren, Cast and Crew von Radio Rock Revolution. Vielleicht nochmal einen riesen Applaus, bitte. Thank you so much. Es gibt auch eine Szene in diesem Film, da singt Roddy auf einer Gitarre, als er hinter Rita hergezogen wird. Und wir haben ja jetzt die englische Stimme da und die deutsche Stimme da. Und was ich gerne würde, und das wollt ihr sicherlich auch, ist, dass beide zusammen mal einmal kurz auf Deutsch und auf Englisch diesen Song im Kanon singen. Okay, wollt ihr das? He's gonna kill me. Okay. What I just said is, because there's a song that you sing in the movie, I would like the two of you to sing that song together really quickly. In German and in English with one microphone. Okay? At the same time, because it's gonna sound funny. Okay, also seid ihr bereit? Ihr müsst von 3 runterzählen. 3, 2, 1. Okay, auf mein Kommando. No. Okay, ready? Also, 3. Ice cold Rita, never could I meet a girl as half so cruel. You left me stuck, stranded on a duck. What a shoddy thing to do to Roddy. Rick, wir haben ihn eine halbe Stunde vor Filmende angerufen, haben das rechtzeitig geschafft auf die Bühne. Schön, dass du da bist. Was ist passiert, vielleicht einmal, um das aufzuklären? Ich bin eben kein Zebra und beim Laufen bin ich umgeknickt auf eine Wurzel, die aber die Außenbänder gerissen. Ja, großartig, Platz jetzt bitte, ich bin fertig. Ich bin das für mein Leben. Danke euch. Bastian, wie sicher fühlst du dich denn nach diesem kleinen Absturz bei Air Penguin noch beim Fliegen? Ja, ich leide selber unter Flugangst. Das ist tatsächlich wahr, deshalb habe ich auch große Schwierigkeiten gehabt, die Giraffe so zu sprechen, wie ich es gemacht habe, weil ich weiß, wie sehr ich Angst habe vor speziell Stewardessen. Ja, kennen Sie das auch, wenn Sie im Flugzeug, ich frage mich immer, warum ist es im Flugzeug immer so eine künstliche Situation? Warum kommen Stewardessen und sagen, darf ich noch was zu trinken? Möchten Sie noch was haben? Was zu lesen vielleicht, ja? Das kenne ich aus der Bahn auch nicht. In der Bahn ist es immer so, dass irgendein Schaffner kommt und sagt, will mal die Fahrscheine, ja? Und es macht einen wahnsinnig, dass Sie im Flugzeug immer so freundlich sind, dass ich denke, okay, wir brennen schon. Also, man muss einmal ein bisschen aufpassen und inzwischen war die Flugangst weg, aber jetzt, durch diesen Film, geht sie wieder los. Sie haben eben gerade ganz viele Leute auf dem roten Teppich gesehen, die sind alle da hinten drin und die wollen natürlich rauskommen. Und wir machen das jetzt so, ich rufe sie alle raus und sie machen so richtig einen unglaublichen Applaus, weil die freuen sich natürlich auch wieder zurück zu sein. Es geht los mit Dr. Charlie Wöpken vom Studio Babelsberg. Herzlich willkommen. Wir machen weiter mit Christian Oliver, der Snake Oiler spielt. Cosma Shiva Hagen, die Assistentin von Royalton. Ralf Herford, Jack Cannonball Taylor. Jana Palaske, zu sehen als Delilah in Speed Racer. Hier ist Kik Gurry als Sparky. John Goodman als Pops Racer. Susan Sarandon als Mom Racer. Hier ist Christina Ritchie, die Freundin von Speed Racer Trixie. Und der Held von Speed Racer, gespielt von Emil Hirsch. Und last but not least, der Mann, der das alles möglich gemacht hat. Hier ist der Produzent von Speed Racer, Joel Silver. Hi everybody, we're really happy to be here. Herzlichen Dank, Cornelia Funke. Danke, Ben. Thank you, Paul Bettany. Eliza Hope Bennett. Can I just thank make you, mention Brendan, of one and thank thing? you, You're Ian. welcome. Okay. When I met Benji and he was poking me in the eye with sticks, he did not speak English. And he called him George. Yeah. Und hat Brendan George genannt. Thank you very much for being here. Meine Damen und Herren, Diane Lane, Richard Gere, George C. Wolf. Thank you so much. Thank you so much for supporting us, and we hope you have as much fun watching this movie as we did making it. Thank you very much. Thank you. Have a great time. Okay, that's a little present for you. Don't go away yet. Thank you very much for being here. Nochmal einen großen Applaus vielleicht für die Darsteller, Regisseur und Produzent, bevor Sie gehen. Thank you so much.